Einen wunderschönen guten Tag wünsche ich dir und deiner Familie. Hier ist wieder dein Markus aus Alanya. Ich hoffe, euch geht es allen sehr, sehr gut und ihr habt eine ganz tolle Woche bis jetzt. Und ich möchte hier einmal ein ganz kurzes Update bringen in Bezug auf unseren Aufenthalt, denn heute ist der Tag der Tage. Heute ist der 8. August 2024 und wir haben heute unsere nötigen Papiere, unsere Unterlagen abgegeben bei der Ausländerbehörde. Ja, tatsächlich, du hast richtig gehört, ich als Deutscher muss in der Türkei, weil ich Ausländer bin, zur Ausländerbehörde. Kennt man ja aus Deutschland gar nicht so, wenn du Deutsch bist. Das ist nämlich ein Riesenvorteil, wenn du keine Probleme hast mit dem Aufenthalt. Also sei froh, sei dankbar dafür, dass du jetzt gerade in einem Land vermutlich bist, wo du keinen Aufenthalt brauchst. Und falls du in der Türkei bist und auch den Aufenthalt benötigst, solltest du dich meiner Meinung nach rechtzeitig informieren, welche Unterlagen du genau brauchst. Und das hat nämlich den Vorteil, dass falls es wieder Änderungen gibt, und die wird es wieder geben, in einem halben Jahr Garantie werden die Anforderungen schon wieder andere sein als wie jetzt. Und wenn du die Videos gesehen hast von meinem Aufenthaltstitel, dann weißt du Bescheid. Aber falls nicht, werde ich es am Ende des Videos nochmal verlinken. Denn auch hier gab es nämlich drastische Änderungen. Ich möchte da jetzt nicht drauf eingehen, aber ganz kurz und knapp. Ich persönlich bekomme vermutlich jetzt 6 Monate ICAMED. Vermutlich 6 Monate. Wir haben für ein Jahr beantragt, aber laut neuesten Informationen bekommen wir 6 Monate. Und danach hoffentlich nochmal mindestens 6 Monate und dann müssen wir weiterschauen. Weil ab Oktober soll es wieder Änderungen geben. Naja, werden wir sehen. Schauen wir uns das Ganze an und bin sehr gespannt. Ich halte euch auf dem Laufenden, auch wenn ich die ICAMED quasi die neue in den Händen halten kann. Und wie war jetzt der Ablauf? Der war auch anders als sonst. Normalerweise bei der Ausländerbehörde gehst du rein, das ist ein Gebäude und dann sind da Büros, dann gehst du rein, weil du einen Termin hast und dann gibst du deine Papiere ab und das war's, fertig. Heute war das aber so, dass es in so einer Art Hinterkammer war von diesem Ausländeramt. Also nicht in dem Hauptgebäude, sondern hinten rum. Und wir hatten einen Termin um 15 Uhr, aber letztendlich war nichts mit Termin. Einfach, da waren Leute angestanden, es war auch gar nicht mal so wenig los. Und ja, dann haben wir da gewartet und circa eine Stunde später waren wir dran. Und bei uns als Deutscher, oder Deutsche, so, Mandana war ja auch am Start, mit Schwiegermama, haben wir alle Papiere abgegeben und dann hat das auch relativ schnell funktioniert. Was uns aber aufgefallen ist, und das ist einfach mal wieder ganz krass, es kommt wirklich drauf an, aus welchem Land du kommst. Vor uns, überwiegend, ohne Scheiß, waren nur Russen. Ja, also Menschen, die aus Russland kommen, die mussten derbe die Unterlagen checken, also die Ausländerbehörde, die Menschen, die da arbeiten, haben derbe die Unterlagen gefilzt, gecheckt. Dann wurden dort Fingerabdrücke nochmal genommen von jedem einzelnen Finger, plus noch am Ende wurden Fotos gemacht, ja, von den Menschen, vom Porträt und dann nochmal von der Seite, ja, links und rechts. Also ganz krass. Bei uns als Deutsche, die Mappe war fertig, einfach hingegeben, einmal kurz gegengezeichnet, Name, Unterschrift, aktuelle Telefonnummer und es wurde nur einmal die 4 Finger gecheckt in Bezug auf die Fingerabdrücke. Die hatten wir vor 2 Jahren schon einmal abgeben müssen, aber anscheinend wurde das jetzt nochmal aktualisiert. Allerdings durften wir oder mussten wir keine Fotos machen. Also das war dann schon mal ein Vorteil. Also es ging bei uns wirklich ganz, ganz schnell, nachdem wir letztendlich dran waren. Jetzt, wie ist der Ablauf weiter? Ja, jetzt können wir nur in die Röhre schauen und warten, bis letztendlich Ergebnis kommt. Wir werden per SMS oder auch per E-Mail benachrichtigt von, ja, ich nehme an, von der Ausländerbehörde, wenn wir ja, die ICAMED bekommen haben. Dann wird sie digital vorhanden sein und dann wird sie per PTT, also per Post, ganz normal per Zustellung irgendwann geliefert. Da bekommen wir aber nochmal eine Benachrichtigung, wann das genauso sein wird. Und was wir in der Zwischenzeit machen, das kannst du natürlich hier weiter verfolgen. Und wenn du unbedingt willst, dass ich weiter auch hier in der Türkei natürlich Videos mache, und du darfst mir gerne die Daumen drücken, darfst du und kannst du jetzt und musst du sogar jetzt einmal den Daumen nach oben da lassen. Einfach hier mal draufklicken, kostenloses Abo da lassen, falls du es noch nicht gemacht hast und gerne auch den Kanal weiter teilen in deinem Umfeld, denn
Es geht nicht nur um die Türkei, es geht nicht nur um den Aufenthaltstitel oder sonstige Sehenswürdigkeiten in der Türkei, was Türken über Deutsche denken und andersherum, sondern auch aktuelle Themen, wie zum Beispiel natürlich auch der Massenmord und sonstige katastrophalen Zustände im Nahen Osten und in weltweit, was abgeht. Ja, also es ist ganz, ganz schlimm. Ja, aber zu diesem Video, wir wollen uns nochmal auf die Türkei fokussieren und da freue ich mich auf jeden Fall, dass du bis jetzt dran bist. Und ja, wir haben jetzt noch circa 4,5 Wochen Sommerferien und das ist auf jeden Fall auch nochmal eigentlich ein spezielles Video wert, weil wenn du 3 Monate Sommerferien hast, dann kann das natürlich auch irgendwann mal relativ anstrengend sein, weil du durch die Hitze natürlich nicht wie der normale Tourist einfach nur draußen chillst, draußen verweilst, in der Sonne dich verbrennst, sondern zum Glück in dem Fall, darf ich sagen, habe ich auch genug zu tun. Und da in diesem Bezug möchte ich nochmal einen Hinweis geben. Wir haben jetzt mittlerweile über 5000 Abonnenten auf YouTube. Brutal. Wirklich krass. Innerhalb von, nachdem ich wieder aktiv geworden bin, in relativ kurzer Zeit, jetzt 5000, knapp 100 schon fast wieder, 5000 knapp 100 Abonnenten dazu bekommen. Und die Kommentare vermehren sich natürlich. Und in dem Fall kann ich leider nicht mehr auf alles so intensiv drauf eingehen, auf gewisse Kommentare. Vor allen Dingen, wenn sie wirklich dann in dem Fall auch zu lang sind. Wenn sie zu lang sind und es aus meinen Augen auch Sinn macht, mache ich wie gewohnt natürlich darüber ein Video. Aber wenn es zu viele sind, zu überhand nimmt, dann kann ich nicht auf alles antworten. Dementsprechend aber darfst du mir nicht sauer sein und dementsprechend bedanke ich mich natürlich auch für deine Aktivität. Nimm es mir nicht übel. Aber ich freue mich natürlich, wenn du auch deine Meinung da lässt und vielleicht auch deine Erfahrungen. Vielleicht hast du auch gerade in diesem Bezug auch die ICAMED abgegeben bzw. den Antrag gestellt und bekommst jetzt demnächst hoffentlich Antwort. Du kannst ja auch gerne mal reinschreiben, wie lange hat es bei dir gedauert, bis du die ICAMED bekommen hast. Ja, also das Endergebnis. Kann es sein, dass du abgelehnt worden bist? Lass mich einfach mal deine Meinung wissen. Bin ich sehr gespannt und du darfst auch gerne immer wieder reinschreiben natürlich, welche Art von Videos du noch gerne sehen möchtest. Es gab sogar einmal einen Kommentar, das finde ich dann immer ein bisschen dreist und ein bisschen schade, ja, weil es ist natürlich auch meine Zeit, meine Lebenszeit und manchmal kostet das auch Geld, so ein Video produzieren zu lassen. Jetzt fragst du dich, ja, aber wieso kostet das Geld? Für dich nicht, für mich aber schon. Wenn ich mir jetzt zum Beispiel mich auf einen Roller begebe oder ich fahre jetzt mit einem Auto speziell an einen Ort, wo ich ohne Auto nicht hinkomme, um ein Video zu machen, dann kostet mich das Geld. Ja? Und dann finde ich es dreist, wenn es Menschen gibt, die sagen, ja, lass diese ganzen aktuellen Politikthemen weg und dies und das, zeig mal lieber alle Sehenswürdigkeiten von der Türkei, fahr mal nach Istanbul, fahr mal nach Ankara, Kappadokien und sonst wohin. Hallo? Ganz ehrlich, wer zahlt mir das? Ja? Wenn ich das aus eigener Tasche irgendwann mal zahlen möchte, weil ich da selber hinfahre, hinfliege oder sonst wo, natürlich, da mache ich Videos, ist ja ganz klar. Aber den Auftrag mir zu geben, fahr mal dahin oder dahin, nö, wer soll das zahlen? Soll ich das zahlen? Nein. Warum? Wenn ich da Bock drauf habe und ich will da mit der Familie mal hin, Urlaub machen, ein paar Tage, irgendwo chillen an einem Ort, wo ich noch nicht war, ist ja klar. Dann nehme ich euch mit und dann kannst du dir das auch anschauen. Ist ja gar kein Thema. Dementsprechend komme ich jetzt zum Ende des Videos. Ich bedanke mich für deine Aktivität. Lass dem Video gerne einen Daumen nach oben da, einfach hier draufklicken. Kostenloses Abo und die Glocke nicht aktivieren, damit du immer up to date bleibst. Und nicht vergessen, du darfst dir gerne die Daumen drücken, dass wir hier weiter in der Türkei bleiben dürfen. Weil falls nicht, müssen wir demnächst die Türkei verlassen und dürfen dann erst nach 3 Monaten, nachdem wir draußen waren, erst wieder reinkommen. Dementsprechend, hoffentlich sehen wir uns wieder in der Türkei. Beste Grüße aus Alanya, dein Markus.